Hallo ihr Lieben, ich bin Luise Heinzel und heute möchte ich euch gerne einladen auf ein kleines Journal with me in meinem The Day After Valentine Tischaufsteller Journal. Ich werde heute ein paar Seiten in diesem Journal gestalten mit ganz einfachen Mitteln und wirklich ganz simpel, aber wie ich finde, am Ende doch recht wirkungsvoll. Vielleicht kennt ihr diese Tage, an denen man gerne etwas Kreatives gestalten möchte, aber man ist absolut nicht imstande, irgendetwas Kompliziertes aus seinem Hirn zu quetschen oder sich womöglich ein Tutorial anzugucken und dieses zu imitieren oder eigene Gedanken dort einfließen zu lassen. Man möchte vielleicht einfach mal da sitzen und irgendwie ein bisschen mit Kleber und Bildern oder verschiedenen Materialien herumexperimentieren, ohne wirklich großartig nachdenken zu müssen. Und genau das ist das, was ich heute hier getan habe. Und ja, ich finde, am Ende schauen diese Seiten doch irgendwo besonders aus, auch wenn eigentlich gar nicht so viel auf ihnen los ist. Vielleicht seht ihr das genauso. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, was ihr über diese Sache denkt. Aber jetzt legen wir mal los. Ich erzähle euch ein bisschen dazu, was ich hier gemacht habe. Diese erste Seite hier, die habe ich in einer Happy Mail bekommen und die wollte ich unbedingt als Startseite benutzen, weil ich diese Farben so schön fand und weil die auch sehr gut zu diesem Flamingo auf meinem Deckblatt passen. Jetzt wollte ich aber gerne hier noch einen kleinen Fokuspunkt aufbringen und habe mir deswegen diese Wellpappe gemacht. Ich habe einfach ein Stück Versandkarton genommen und davon die oberste Schicht runtergerissen, sodass dann diese Wellen zum Vorschein kommen. Man kann natürlich auch direkt Wellpappe nehmen, wenn man welche hat, aber ich hatte keine, also habe ich mir das jetzt hier so gemacht. Und dann habe ich im Hintergrund ein bisschen weißes Gesso auf dieses Dekopapier aufgetragen, ein bisschen drüber gestempelt und damit ein Zusammenhang entsteht zu dieser Wellpappe, habe ich auch auf der Wellpappe an den Rändern nochmal etwas weißes Gesso aufgetragen, aber nur so ganz dezent. Ich wollte gerne, dass dieses Weiß sich durch diese kompletten Schichten, die ich jetzt da aufkleben werde, zieht. Und Weiß ist auch so eine Farbe, die sowieso durch dieses Journal sich zieht. Also ne, jetzt wieder hier die Leute, die sagen, Weiß ist keine Farbe, das ist mir schon klar. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, gut, zurück zum Thema. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, Weiß und Schwarz, das sind keine Farben, mecker, mecker. Ja, also dieses Weiß sollte sich schon gleich auf dieser Deckseite hier, sollte schon gleich da sichtbar werden, denn wenn man diese Seiten umblättert, werden oft weiße Elemente vorkommen und ich wollte, dass das gleich so ein bisschen angekündigt wird, wenn man dieses Journal aufschlägt. Jetzt habe ich hier mir eine Journaling-Karte genommen aus meinem neuesten Ephemera-Pack. Das ist das The Day After Valentine Ephemera-Pack, gar nicht so einfach auszusprechen. Dieses findet ihr auch in meinem Etsy-Shop. Der Etsy-Shop ist unten in der Infobox verlinkt, sodass ihr, wenn ihr möchtet, euch das anschauen könnt. Und ja, hier habe ich mir jetzt eben diese Journaling-Karte ausgesucht und dieses kleine Banner, welches ich jetzt da unten unter diese Wellpappe kleben möchte. Allerdings nicht ganz so nackt, wie es jetzt da ist. Ich habe dann gedacht, Mensch, irgendwie, das schaut ganz gut aus, aber da muss noch irgendwas hin, unten in diese Ecke, sodass auch diese Seite irgendwie so eine Art Boden bekommt. Denn wie ihr sehen könnt, ist die Wellpappe ja eher im oberen Bereich dieser Seite angesiedelt und unten ist noch relativ viel Platz. Das hatte mir jetzt ein bisschen komisch ausgesehen. Dann habe ich da mal geschaut, was ich noch so habe. Dieses kleine Stückchen Spitze, was ihr da seht, war irgendwie so das Einzige. Dann ist mir aber das hier in die Hände gefallen, was ich neulich in einer Happy Mail bekommen habe und ich war sehr froh, dass ich das da jetzt noch hatte. Also Brigida, falls du das siehst, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ihr wisst ja, ich bin momentan nicht an meinem Wohnwagen, wo meine ganzen Bastelsachen sich befinden, sondern ich bin in meiner Küche in meinem Winter zu Hause. Und da hatte ich mir neulich vom Wohnwagen, ihr wisst noch, ne, diese Schneeräumaktion da, da hatte ich mir einige Materialien mitgenommen, aber nicht ganz so viel Spitze und Stoff, wie ich eigentlich vielleicht jetzt für dieses Projekt gebraucht hätte. Deswegen war ich ganz froh, dass ich das aus dieser Happy Mail jetzt hier zur Verfügung hatte und dass es sich vor allen Dingen farblich auch so gut in die anderen Dinge dort eingepasst hat. Diese Wellpappe und auch die Journaling-Karte und das Banner habe ich jetzt mit Mattmedium aufgeklebt. Da mich so viele Leute danach fragen, sage ich das jetzt hier nochmal für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Dieses Mattmedium, das ist von Liquitex und mit dem könnt ihr alles Mögliche, was ihr aufkleben wollt, aufkleben. Der Vorteil ist, dass das sehr schnell trocknet. Das Video läuft hier gerade in doppelter Geschwindigkeit ab und ihr seht, das ist jetzt schon so fest, dass ich weitermachen kann, nachdem ich nur kurz meine Hände da so drauf gedrückt habe, um das eben nach unten zu drücken. Also das ist auch für ungeduldige Menschen ganz gut geeignet. Und viele fragen mich, wo ihr das
herbekommen könnt. Wenn ihr mal bitte unten unter dem Video in die Infobox klickt, dann findet ihr dort meinen Amazon-Shop verlinkt. Ich habe da für euch alle Materialien und Medien zusammengestellt, die ich für meine Journals und meine Mixed Media und Art Journaling Projekte verwende. Und dort könnt ihr in der Kategorie Kleber auch dieses Mattmedium finden. Ja, also wie gesagt, das ist für alle möglichen Medien eigentlich ganz gut geeignet, weil es klebt Stoff, es klebt Papier, es klebt Pappe, es klebt eigentlich alles Mögliche. Ihr könnt damit auch so kleine Holzdeko-Elemente zum Beispiel aufkleben, Metall, alles Mögliche. Und wie ihr seht, geht es auch durch den Stoff nicht durch. Also ich mache das unter dem rosanen Stoff jetzt relativ dick und wie ihr seht, da kommt nichts durch, was jetzt hinterher irgendwelche unschönen Kleberstellen oder so verursachen würde. Man kennt ja diese Kleberflecken, die manchmal durch Stoff durchgehen. Das passiert mit Mattmedium eben nicht. Ja, ich bin jetzt hier mal durch dieses Journal so gegangen und habe mir überlegt, okay, was könnte ich hier noch machen? Dann ist mir diese Seite hier unter die Finger gekommen und ich habe mir zuerst eingebildet, dass ich hier irgendetwas machen möchte. Diese Blume, die da klebt, die habt ihr vielleicht schon in einem der anderen Videos gesehen. Die habe ich da benutzt, als ich diese Wasserfallseiten gemacht habe. Also das hier ist jetzt im Prinzip ja, die Seite, die jetzt da danach kam und die Blume klebt da, weil sie, wenn der Wasserfall geschlossen ist, ganz unten zu sehen ist. Und ich habe jetzt erst gedacht, ich könnte da irgendwie auf die Schnelle so eine kleine Sache dahin basteln. Dann habe ich aber gedacht, nein, diese Seite muss doch vielleicht ein bisschen aufwendiger werden und ein bisschen was Besonderes oder so. Deswegen habe ich überlegt, welche Seite könnte ich ansonsten nehmen. Und das ist auch so eine Sache, die ich sehr häufig mache, wenn ich jetzt nicht so richtig, sagen wir mal, ja, Lust auf irgendwas Großes habe, dann blätter ich einfach mal so durch mein Journal und schaue so hier und da, wo ich etwas hinsetzen könnte und was mir spontan gut gefällt, kommt dahin. Was mir spontan nicht gefällt, da wird nicht lange drüber nachgedacht, sondern das kommt dann einfach nicht dahin und ich gehe zu einer anderen Seite. Da habe ich dann manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die vielleicht vorher ausgesuchte Seite einfach jetzt nicht dran ist und dann, ja, ist das eben so. Also damit, finde ich, muss man auch leben können. Einige von euch sagen, ja, bei dir sieht das immer so perfekt aus und das schaut alles so harmonisch aus und du bist da, hast da voll den Plan, was du da machst. Und das schaut dann hinterher alles gut aus. Das ist aber manchmal nicht so. Also was ihr in den Videos seht, ist natürlich das, was ich von meinen Prozessen ausgewählt habe, um es euch zu zeigen, um euch gewisse Hintergrundinformationen zu geben, um euch Ideen zu vermitteln, Inspiration zu geben und so weiter. Aber vieles ist natürlich auch aus den Videos rausgeschnitten, wo ich dann vielleicht auch sage, okay, hier komme ich jetzt irgendwie gar nicht klar, ich mache irgendwas komplett anderes, ich reiße vielleicht auch mal eine Seite aus einem Journal raus, weil mir die überhaupt nicht gefällt. Das sind dann vielleicht auch so Dinge, mit denen ich euch natürlich auch nicht irgendwie nerven will oder so, aber die dann auch in so einem Video vielleicht nicht vorkommen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, gerade auch speziell an die Anfänger gerichtet. Ich weiß, dass es sehr viele gibt, sehr viele Anfänger, die diesen Kanal schauen und die sich noch nicht so mit diesem ganzen Thema auskennen oder noch nicht so viel Erfahrung haben. Macht es einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Setzt euch einfach hin und wenn ihr nur 2 Papierstückchen zusammenklebt, viel mehr war es ja zum Beispiel eben auf der vorangegangenen Seite nicht wirklich, dann macht es einfach. Und wenn ihr da einen Anfang gefunden habt, ist das schon mehr wert, als wenn ihr zum Beispiel gar nichts macht und dann später vielleicht traurig seid oder verstimmt oder so und sagt, ja Mensch, ich finde keinen Anfang oder so. Manchmal sind auch 2 Papierschnipsel, die man aufeinander klebt, schon ein Anfang. Und wenn man denkt, da fehlt noch was, nicht verzagen, vielleicht auch einfach ein paar Tage warten und dann nochmal zu der Seite zurückkehren und schauen, was man dann vielleicht für neue Ideen hat und was man dann Neues machen könnte. Sowas ist das hier jetzt zum Beispiel auch. Ich habe jetzt hier diesen blauen Stoff, auch aus der Happy Mail von Brigida. Darunter befindet sich einer ihrer digitalen Eco-Prints. Und ja, dann habe ich da noch so ein Stück handgeschöpftes Papier aus einer anderen Happy Mail und dieses Teil aus meinem Ephemera Pack. Und für mich sind diese Farben einfach so auffordernd gewesen, dass ich das irgendwie kombinieren musste. Nicht nur, weil es von verschiedenen Personen stammt, also ja, von 2 verschiedenen Happy Mails und aus meinem eigenen Ephemera Pack, also es sind schon mal 3 Personen, die irgendwie was damit zu tun haben. Das war für mich jetzt so ein bisschen auch so ein Anreiz, diese Teile zusammenzubringen, weil ich das immer ganz interessant finde, wenn das auch aus verschiedenen Quellen stammt. Aber dieses Blau und diese verschiedenen Blautöne, die waren irgendwie so, wo ich gedacht habe, okay, das muss ich irgendwie kombinieren. Vielleicht ist das ein bisschen heftig, weil das auch eigentlich gar nicht so hundertprozentig die gleichen Blautöne sind. Also ja, also im Gegenteil. Ich hoffe, das beißt sich nicht. Aber das ist auch so eine Sache, wo man sagen könnte, okay, das könnte ein Anhaltspunkt sein. Ich nehme mir erstmal alles das, was
meiner Meinung nach jetzt hier von den Farben her zusammenpasst und versuche mal so eine kleine Collage zu machen. Und das hier kann ich natürlich später wunderbar benutzen, um zum Beispiel ein Foto drunter zu klemmen oder eine Karte oder sowas, weil ich das ja nur oben festgeklebt habe. Und so sind diese einzelnen Lagen von diesem Banner natürlich noch frei unten und ich kann da was drunter stecken. Ich könnte zum Beispiel auch das Banner mit den Blumen drauf da hochklappen und auf dem handgeschöpften Papier darunter etwas schreiben. Ja, in letzter Zeit bin ich so ein Freund geworden von Zahlen und so kleinen Labels. Deswegen habe ich jetzt hier das auch mal ausprobiert. Ich sehe das oftmals auf Instagram oder Pinterest, dass die Leute ihre Deko-Elemente mit so kleinen Labels und vor allen Dingen Zahlen so aufhübschen. Und ich finde, das macht sehr viel aus. Also wenn ihr das gesehen habt, bevor das da war mit dieser Zahl und wenn ihr das jetzt seht, dann seht ihr hoffentlich einen Unterschied. Also auch solche kleinen Sachen sind meiner Meinung nach oftmals die Dinge, die es dann letztendlich ausmachen. Ja, dann habe ich hier noch so ein bisschen herumgeblättert. Wundert euch nicht, das mache ich deshalb, weil ich einen Überblick behalten möchte über die Seiten, die ich vielleicht zusammen hintereinander benutzen möchte. Also wenn ich jetzt nochmal sowas machen möchte wie so ein Wasserfall oder so oder vielleicht verschiedene Taschen, die von einer Seite zur anderen gehen, Farbbrücken, die ja, sich über die Seiten ziehen, dann brauche ich eben Seiten, die hintereinander in diesem Journal eingebunden sind, die zueinander passen. Deswegen habe ich da gerade so lange rumgesucht, bis ich mich dann entschieden habe, diese neutrale Seite noch etwas aufzuhübschen. Und da habe ich mir jetzt auch noch mal ein paar Geschenke genommen. Dieses Quittungsdingsbums da, das ist auch aus der Happy Mail von Brigida. Und noch so einige andere Sachen, die ich da so rumliegen hatte, habe ich hier jetzt verwendet. Und ihr seht schon, das Weiß kommt hier mal wieder vor. Hier habe ich jetzt für den Hintergrund auch einfach weißes Gesso genommen, habe das relativ dünn aufgetragen, so dass es an manchen Stellen, ja, wenn ihr das mit so einem Spachtel auftragt, wird das ja ein bisschen ungleichmäßig. An manchen Stellen ist es dann eben ein bisschen weißer als an anderen Stellen. Da, wo es dünner ist, scheint jetzt dieses gelbe Papier noch so ein bisschen durch. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte gerne diesen Zettel von diesem Quittungsblock da so als Mittelpunkt auf der Seite haben. Nichtsdestotrotz wollte ich den Hintergrund noch etwas detaillierter haben und bin hier wieder mit meinem Schriftstempel drüber gegangen. Diesmal allerdings nicht mit schwarzer Tinte, sondern mit dieser Distress Oxide. Die ist in diesem Vintage-Fototon und das ist ja so ein Braun, was mir jetzt relativ gut gepasst hat zu diesem Quittungsblock. Allerdings war mir das dann doch relativ hell und ein bisschen unsichtbar. Deswegen habe ich ein paar von diesen Stempeldingern jetzt doch mit schwarz gemacht. Und ja, das finde ich eigentlich eine ganz coole Kombination. Ich finde das sowieso schön, wenn man denselben Stempel mit 2 verschiedenen oder 3 verschiedenen Farben für den Hintergrund stempelt. Dann schaut das alles nicht so langweilig aus. Und jetzt habe ich hier relativ lange hin und her überlegt, wie ich das hier mit diesem kleinen Taxspot machen möchte. Ich war mir nicht sicher, ob ich den versetzt zu diesem Quittungsblock-Ding haben wollte oder wirklich ganz straight da drauf, sodass das dann eben mit den Kanten abschließt. Ja, als ich dieses Journal gemacht habe, habe ich euch schon erzählt, dass für mich dieses Hochkantformat dieser Seiten relativ neu ist. Also normalerweise mache ich ja, sagen wir mal jetzt in Anführungsstrichen, normal gebundene Junk Journals in einem Querformat, wo ich dann im Regelfall eine Doppelseite zur Verfügung habe und auch links und rechts dann eben so ein bisschen anpassen kann. Hier muss jetzt bei diesem Tischaufsteller-Journal eine Seite im Prinzip für sich sprechen. Wenn ich das später an dieser Bindung da oben umklappe und stelle das auf meinen Tisch und man sieht diese Seite, ja, dann muss die irgendwie für sich in sich fertig sein und für sich sprechen. Und das ist, finde ich, gar nicht so einfach. Erst recht dann nicht, wenn man das mit so relativ simplen und wenigen Materialien machen möchte. Aber da ist jetzt auch so eine Sache, wo ich mir denke, vielleicht muss man da manchmal einfach so ein bisschen sitzen und so ein bisschen meditieren. Bisschen so alles hin und her schieben, vielleicht auch mal zwischendurch eine Pause machen, gerade wenn man mehrere Seiten hintereinander macht. Und dann kommt man vielleicht irgendwann auf verschiedenste Ideen, wie man das noch ein bisschen aufpimpen könnte, so wie jetzt hier zum Beispiel ich zu der Idee gekommen bin, hier noch solche weißen Punkte durch eine Schablone zu streichen. Hierfür habe ich jetzt einfach normales Gesso verwendet. Wenn ihr meine anderen Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich normalerweise so eine selbstgemachte Strukturpaste für so eine Schablone verwende. Das habe ich jetzt hier extra nicht gemacht, weil ich die Punkte nicht ganz so gleichmäßig haben wollte. Wenn man pures Gesso verwendet, dann ist das ja sehr viel flüssiger und wenn man die Schablone dann hochnimmt, dann kommt der Abdruck nicht ganz so klar raus, wie wenn man jetzt Strukturpaste verwenden würde, die ja wesentlich härter ist und die mehr in Form bleibt, wenn man die Schablone raufnimmt. Aber hier
erschien mir das jetzt irgendwie ganz passend, weil dieses Zettelchen von dem Quittungsblock ja auch so abgeranzt aussieht. Deswegen habe ich gedacht, okay, machst das mit den Punkten mal genauso. Ja, jetzt war mir das aber irgendwie zu weiß, beziehungsweise hat mir da einfach Farbe gefehlt. Ich habe gedacht, okay, so Vintage, das ist ja eigentlich ganz schön und gut, aber ich brauche da irgendwie so ein bisschen Farbe. Deswegen habe ich jetzt hier meine Aquarellfarbe genommen und habe diese Pünktchen von diesem Abdruck, von diesem Schablonenabdruck angemalt. Ihr seht schon, also ich hoffe, dass ihr das seht, dass die Farbe nicht ganz so gut auf diesem Gesso bleibt. Wenn man da jetzt Strukturpaste genommen hätte, dann würde das wesentlich besser decken. Gesso an sich ist ja eigentlich nichts anderes als weiße Acrylfarbe mit Kleber vermischt und das bekommt natürlich so ein bisschen, ja, so wie Acrylfarbe, wenn die trocken ist, so ein bisschen so wie Plastik fühlt sich das oben drauf an und das ist relativ glatt. Und Aquarellfarbe hält da drauf natürlich nicht so komplett deckend. Das läuft an den Seiten so ein bisschen runter, aber das fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Später, wenn das getrocknet ist, schaut das eigentlich ganz interessant aus und vor allen Dingen auch deshalb, weil etwas von dem weißen Gesso auf diesen Pünktchen trotzdem noch durchkommt. Ich habe mir da nicht besonders viel Mühe gegeben, die komplett anzumalen, sodass wirklich diese 3 Farben vorkommen. Dieses Gelb, dieses Grün und dieses Weiß, was ich dann ja eben durch das Gesso habe. Und ich finde das eigentlich einen ganz coolen Effekt und vielleicht auch mal eine andere Möglichkeit, mit so einer Schablone umzugehen. Sicherlich gibt es für Schablonen 100.000 verschiedene Varianten, wie man die benutzen kann. Aber ich finde das jetzt hier eigentlich mal irgendwie eine ganz coole Sache und vor allen Dingen ist es relativ schnell gemacht. Wenn ihr das jetzt trocknet, ist das relativ schnell trocken. Strukturpaste dauert ja immer ein bisschen länger, bis sie trocken ist. Und so finde ich, kann man auch in kurzer Zeit irgendwas Interessantes erschaffen. Bevor ich da jetzt weitergemacht habe, habe ich das natürlich mit meinem Föhn gut getrocknet. Und dann bin ich da nochmal mit so ein paar Farbspritzern drüber gegangen, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen. Und ja, so Farbspritzer machen, ne, das macht natürlich auch Spaß. Und es gibt der ganzen Sache dann nochmal so ein paar kleine Details, die man später, ja, erkennen kann, wenn man sehr nah mit dem Auge dran ist. Ich hoffe, dass man das in der Kamera einigermaßen sehen kann, diesen Effekt. Bevor ich da weitergemacht habe, habe ich natürlich auch das nochmal sehr gut getrocknet. Denn wenn ich da jetzt irgendwas draufklebe und verschiebe vielleicht einige meiner Teile, die ich da aufkleben will, möchte ich ja nicht, dass sich diese Spritzer da in Wohlgefallen auflösen und mir womöglich verschmieren, weil das schaut dann nicht mehr schön aus. Jetzt habe ich mir hier aus dem Ephemera Pack dieses Dreieck genommen. Das ist ja vorgesehen, das wie so einen kleinen Taggspot aufzukleben. Selbstverständlich könnt ihr alle Teile, die ihr in meinen Ephemera Packs findet, auch auf jegliche andere Art und Weise benutzen. Manchmal erreichen mich Nachrichten, wie soll ich dieses Teil benutzen? Für was ist dieses Dreieck? Ja, also gedacht ist es, als so eine kleine Taggspot aufzukleben oder eben, ja, Tasche kann man ja auch dazu sagen, um etwas eben dahinter zu kleben. Aber ihr könnt es natürlich auch zweckentfremden und das komplett anders benutzen. Das könnte man zum Beispiel auch falten und als Buchecke oder so verwenden. Überhaupt gar keine Frage. Macht bitte damit, was ihr möchtet. Also um mal diese Frage zu beantworten, die mir sehr oft gestellt wird. Ja, hier seht ihr jetzt diese weißen Blumen. Das sind diese Wildblumen-Die-Cuts von Tim Holtz. Da habe ich mir einfach welche ausgestanzt mit meiner Die-Cut-Maschine aus so einem 300 Gramm Fotopapier. Das funktioniert relativ gut. Die lassen sich dann auch sehr gut aufkleben, zerreißen nicht oder sonst irgendwas. Und das finde ich jetzt für so ein Projekt relativ praktisch, denn ich kann das nicht gebrauchen, wenn da mir irgendwas zu futzlig ist und mir das irgendwo abreißt oder so. Und gleichzeitig kann man sie natürlich auch relativ leicht in Stücke reißen, wenn man es braucht. Also wenn man vielleicht so eine kleine Blumencollage irgendwo machen will und man braucht Blumen nur halb oder so, dann kann man die auch relativ gut zerreißen. Und wie ihr wisst, wenn ihr die anderen Videos kennt, ziehen sich diese weißen Blumen ja so ein bisschen durch dieses ganze Journal und so habe ich das jetzt auch hier wieder mit aufgenommen. Wenn ihr Interesse habt an diesen Die-Cuts, also wenn ihr selber so eine Die-Cut-Maschine habt und ihr findet diese Blumen schön, dann klickt bitte mal unten in die Infobox, dort habe ich euch die auch verlinkt. Die befinden sich auch in meinem Amazon-Shop. Es gibt da von Tim Holtz 3 Sets, sodass ihr euch da, wenn ihr möchtet, euch die aussuchen könnt und euch dann über diesen Link diese Die-Cuts bestellen könnt und für eure eigenen Projekte benutzen könnt. Ihr könnt die natürlich selbstverständlich auch aus anderen Papiersorten ausstanzen. Das muss selbstverständlich kein weißes Papier sein. Man kann es auch aus Scrapbooking-Papier ausstanzen. Man kann die später auch noch embossen oder anmalen oder bestempeln oder was auch immer. Und das schaut auch sehr schön aus. Habe ich auch schon für andere Projekte verwendet. Also die sind wirklich sehr, sehr vielseitig. Und wenn man es zum Beispiel aus
na sag schnell, wie heißt das, Aquarellpapier ausschneidet, also mit der Die-Cut-Maschine ausschneidet, dann kann man auch das später wunderschön mit Aquarellfarben kolorieren und das schaut, finde ich, auch sehr schön aus. Ja, ich hoffe, diese kleinen Projekte haben euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, was ihr da für eine Meinung drüber habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, alles Gute. Wir sehen uns. Tschüss.